Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch ein super einfaches Rezept für Mini-Pfannkuchen aus dem Airfryer. Perfekt für ein Picknick, als Snack oder für die Brotdose der Kinder. Ich würde mich sehr über einen Kommentar, ein Like und ein Abo von dir freuen. Dadurch unterstützt du die Arbeit an meinem Kanal. Ganz viel Spaß beim Video. Das Schöne an dem Rezept ist, dass man den Teig in ein paar Minuten vorbereitet hat und sich danach nicht noch an den Herd stellen muss, um die Pfannkuchen zu backen. Der Airfryer übernimmt die restliche Arbeit. Mit dem Rezept kannst du ungefähr 20 Mini-Pfannkuchen machen. Ich finde, das ist die perfekte Menge für einen kleinen Nachmittagssnack mit der Familie oder für ein Picknick. Die Pfannkuchen sind mit Buttermilch gemacht. Da ich Buttermilch aber nie im Haus habe, mache ich das einfach immer selber. Ich nehme etwas weniger Milch als im Rezept angegeben und füge einfach einen Teelöffel Zitronensaft hinzu. Wenn man das dann verrührt und ein bisschen stehen lässt, dann bildet sich auch die Buttermilch. Die Kombination aus Buttermilch und Backpulver führt dazu, dass die Pfannkuchen noch fluffiger werden, weil die Säure aus der Buttermilch quasi der Gegenspieler zu dem Backpulver ist. Dadurch werden die richtig fluffig und saftig. Jetzt einfach alle Zutaten verrühren, bis ein glatter Teig entsteht. Am Schluss füge ich immer noch einen halben Teelöffel Vanilleextrakt hinzu, weil das nochmal den Geschmack der Pfannkuchen so ein bisschen abrundet. Der Teig ist jetzt fertig, der kann einmal zur Seite gestellt werden. Jetzt geht es an die Füllung. Wir essen am liebsten Apfelpfannkuchen. Dafür den Apfel einmal schälen und entkernen. Da wir heute Mini-Pfannkuchen machen, macht es Sinn, den Apfel in kleine Würfel zu schneiden, damit er ganz gut in die Muffinform passt. Zum Backen der Mini-Pfannkuchen habe ich eine Silikonform ausgesucht, die in den Airfryer passt. Ich habe hier einmal diese 6er Silikonform, ich werde aber auch noch einzelne Muffinförmchen nehmen, die auch aus Silikon sind und die hitzebeständig sind. Somit ist es gar kein Problem, die auch in den Airfryer zu tun und die darin zu backen. Zum Portionieren habe ich einen Eislöffel benutzt. Das ist wirklich perfekt, weil das ist genau die richtige Menge, damit das nach 10 Minuten Backzeit absolut durchgebacken ist und es ist nicht zu viel, nicht zu wenig, es ist der kleine, perfekte Snack. Falls du mehr Teig in deine Backform tust, müsstest du schauen, dass du eventuell die Backzeit etwas verlängerst, weil die ansonsten nicht komplett durchgebacken sind, wenn du mehr als einen Esslöffel Teig pro Form benutzt. Jetzt zeige ich dir noch eine zweite Variante, wie du die Mini-Pfannkuchen befüllen kannst. Für die zweite Variante schneide ich ein bisschen Schokolade klein. Die Menge ist da natürlich sehr variabel. Dann nehme ich ein paar frische Blaubeeren. Die kommen einmal als untere Schicht in die Mini-Silikonform. Jetzt kann man die Pfannkuchen noch mit ein bisschen Schokolade bestreuen. Da ist die Menge natürlich auch sehr variabel, wie viel Schokolade man da eventuell noch in den Pfannkuchen unterbringen möchte.
Und zum Schluss habe ich dann einfach noch ein paar weitere Blaubeeren hinzugefügt, dass man in jedem Bissen auch wirklich die Früchte schmeckt. Das Schöne ist, dass man den Airfryer gar nicht vorheizen muss und dass man einfach die Muffinförmchen in der Schale positionieren kann und einfach backen kann. Wenn man die Pfannkuchen noch ein bisschen abkühlen lässt, dann lassen die sich richtig gut aus der Form lösen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Kommentar und einen Like da und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst.